Liebe Patientinnen und Patienten, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, am MMK, dem multimodalen Therapiekonzept, teilzunehmen. Wir, das Team des Saarbrücker Adipositas-Zentrums, freuen uns darauf, Sie auf diesem bedeutenden Weg zu unterstützen. In den kommenden 6 Monaten wird das MMK Sie durch verschiedene Aspekte wie Ernährungsberatung, sportliche Betätigung und ärztliche Untersuchungen führen. Im Rahmen des MMK soll geprüft werden, ob eine anhaltende Gewichtsabnahme bereits durch Ernährungsberatung und Sport erzielt werden kann. Sollten Sie während des MMK mehr als 10% Ihres Ausgangsgewichtes verlieren, könnte eine Operation abgelehnt werden, weil Sie schon auf natürlichem Weg eine bemerkenswerte Abnahme erreichen. Wenn jedoch die Abnahme nicht ausreichend gelingt, steht der Option einer Operation nichts im Wege. Falls für Sie eine Operation in Betracht kommt, möchten wir Ihnen versichern, dass wir nicht nur während, sondern auch nach dem Eingriff an Ihrer Seite sein werden, um Ihnen die bestmögliche Betreuung zu bieten. Ihre persönliche Reise zu einem gesünderen Leben beginnt jetzt. Wir haben in Ihrer blauen Mappe einige Unterlagen für Sie vorbereitet, die wir Ihnen in diesem Video näher bringen möchten. Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie benötigen, und lassen Sie uns gemeinsam Schritt für Schritt durch die Dokumente gehen. Und vergessen Sie nicht, Sie können das Video jederzeit pausieren, die Abspielgeschwindigkeit verändern und so oft ansehen, wie Sie möchten. Wir haben in der Zeitleiste Sprungmarken definiert, damit Sie bei wiederholtem Ansehen des Videos zu dem Thema springen können, das Sie am meisten interessiert. Bitte öffnen Sie Ihre blaue Mappe und nehmen Sie das gelbe Blatt heraus. Dies ist Ihre Checkliste, die wir nun gemeinsam durchgehen werden. Zu Beginn finden Sie Daten zu Ihrem Gewicht, Ihrer Größe und Ihrem BMI, dem Body Mass Index. Diese Werte sind der Ausgangspunkt unserer gemeinsamen Reise. Der erste Punkt auf Ihrer Liste bezieht sich auf die Ernährungsberatung. Ihr erster Termin wurde bereits festgelegt und ist auf Ihrem gelben Blatt verzeichnet. Wir bitten Sie, am angegebenen Tag pünktlich bei uns im Adipositas-Zentrum zu erscheinen. Dieses erste Treffen findet in einer kleinen, vertraulichen Gruppe statt, während alle weiteren Termine zu Ihrer Ernährungsberatung individuell mit Ihnen geplant werden. Öffnen Sie Ihre Mappe und entnehmen Sie das grüne Blatt mit der Bezeichnung Ernährungsprotokoll Adipositas. Wir bitten Sie, dieses Blatt 28 Mal zu kopieren, denn ab sofort werden Sie für 14 Tage Ihre Mahlzeiten mit Uhrzeit und Mengenangabe festhalten. Es ist nicht notwendig, alles genau abzuwiegen. Oftmals finden Sie die Mengenangaben direkt auf den Lebensmittelverpackungen. Falls nicht, können Sie die Menge beschreibend angeben, wie zum Beispiel 2 Scheiben Vollkornbrot oder einen kleinen Teller Linsensuppe. Die Angabe wie zum Beispiel: eine Portion reicht nicht aus. Es sollte immer eine ungefähre Größenangabe, wie zum Beispiel eine Handvoll oder eine große Portion notiert sein. Bitte bringen Sie bereits ausgefüllte Protokolle zu Ihrem ersten Termin der Ernährungsberatung mit. Und denken Sie daran, in den letzten 2 Wochen Ihres MMK werden Sie erneut Ihre Ernährung dokumentieren. Als nächstes entnehmen Sie bitte die ärztliche Bescheinigung über die Notwendigkeit einer ernährungstherapeutischen Beratung sowie den angehefteten Kostenvoranschlag. Füllen Sie die Dokumente aus und legen Sie diese bitte Ihrer Krankenkasse vor. Bald darauf erhalten Sie einen Brief Ihrer Krankenkasse mit der Zusage zur Kostenerstattung. Diesen Brief bringen Sie bitte zu Ihrem nächsten Besuch mit. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Krankenkasse nicht alle Kosten decken wird. Bitte rechnen Sie damit, dass Ihre Krankenkassen von Ihnen einen Eigenanteil zwischen 70 und 130 € erwartet. Kommen wir nun zum zweiten Punkt auf Ihrer gelben Liste: Bewegung und Sport. Nehmen Sie das hellblaue Blatt, das Bewegungsprotokoll, und kopieren Sie es bitte 24 Mal. Jedes Blatt repräsentiert eine Woche voller Möglichkeiten und Aktivitäten für die kommenden 6 Monate unseres gemeinsamen MMK-Weges. Das Protokoll gliedert sich in 2 Teile.
Teil 1 geht um die Teilnahme Sport und Fitness über 2 Stunden pro Woche, die Ihnen bestätigt werden müssen. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Teil 2 geht um das Notieren der täglichen Schritte als Gesamtsumme des Tages. Um die Schritte zu zählen, können Sie auf hilfreiche kleine Werkzeuge wie Ihr Smartphone, eine Fitnessuhr oder ein anderes Gerät zurückgreifen, das sich bequem an Ihrer Kleidung befestigen lässt. Der Schlüssel hierbei ist, dass Sie in der Lage sind, Ihre Schritte zu messen und täglich in Ihr Protokoll einzutragen. Wie Sie dem gelben Zettel entnehmen können, gibt es zum Thema Sport einiges zu beachten. Grundsätzlich gilt Folgendes: Der Sport über 2 Stunden pro Woche muss jede Woche von einem Studio, dem Schwimmbad oder der Kursleitung abgestempelt und inklusive der Angabe der Dauer unterschrieben werden. Nur damit ist eine Akzeptanz durch Ihre Krankenkasse sichergestellt. Die eigene Unterschrift oder die von Partnern und Freunden werden nicht anerkannt. Jetzt möchten wir mit Ihnen über den 3. Punkt sprechen: die Selbsthilfegruppe. Bitte nehmen Sie den lila Zettel zur Hand. Auf der ersten Seite finden Sie die Termine für unsere Treffen, welche stets am ersten Mittwoch des Monats um 18 Uhr im Casino des Klinikums stattfinden. Hierfür brauchen Sie sich nicht gesondert anmelden. Kommen Sie einfach dazu, tauschen Sie sich aus und erleben Sie den wertvollen Kontakt zu Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen wie Sie und teilweise bereits operiert wurden. Es ist eine Gelegenheit, interessanten Vorträgen zu lauschen, von den Erfahrungen anderer Teilnehmer zu profitieren und, falls Sie es möchten, alle Fragen zu stellen. Unsere Selbsthilfegruppen sind ein wichtiger Ort des Austauschs und der Information. Viele finden es entlastend und bereichernd zu sehen, dass sie nicht alleine sind. Die Treffen sind beliebt und werden von über 80 bis 100 Teilnehmern besucht. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren lila Zettel mitzubringen und sich auf der Rückseite Ihre Anwesenheit bescheinigen zu lassen. Nun kommen wir zu Punkt Nummer 4, Ihrem persönlichen Antrag. Bitte nehmen Sie den weißen Zettel »Eigener Antrag« zur Hand. Nach Abschluss der 6 Monate des MMK ist es an der Zeit, einen Antrag an Ihre Krankenkasse zu verfassen. In diesem möchten Sie Ihre Vorgeschichte darlegen und Ihren Wunsch nach einer Operation zum Ausdruck bringen. Wir unterstützen Sie dabei und stellen Ihnen eine Vorlage zur Verfügung, die Ihnen beim Formulieren hilft. Bitte nutzen Sie diese als Vorlage, um Ihren eigenen Antrag per Hand oder mit Ihrem Computer zu verfassen. Wenn Sie Ihren Antrag fertiggestellt haben, geben Sie diesen bitte zusammen mit allen weiteren Unterlagen bei uns ab, sobald Ihr MMK abgeschlossen ist. Nun wenden wir uns einem ganz wesentlichen Aspekt zu, den ärztlichen Untersuchungen und Bescheinigungen. Im Laufe der 6 Monate des MMK, während der Sie an der Ernährungsberatung und den sportlichen Aktivitäten teilnehmen, werden einige medizinische Untersuchungen und Bescheinigungen notwendig sein. Die Reihenfolge, in der Sie diese durchführen, können Sie flexibel gestalten. Ein kleiner Hinweis aus unserer Erfahrung: Oftmals können Wartezeiten für Termine recht lang sein. Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich direkt zu Beginn Ihres MMK um die Vereinbarung Ihrer Termine zu kümmern. Weiter geht's mit dem Punkt Nummer 5, das psychologische Attest. Gemäß der Leitlinie ist vor einer Adipositas-Operation ein Attest von einem Psychotherapeuten oder Psychiater notwendig. Ein Gutachten ist nicht erforderlich. Mit den Psychologen klären Sie auch, ob es sinnvoll ist, während des MMK eine Verhaltenstherapie hinsichtlich eines ungewöhnlichen Essverhaltens zu durchlaufen. Falls Sie bereits eine Expertin oder einen Experten kennen, können Sie das Attest dort ausstellen lassen. Falls nicht, steht Ihnen unsere Kooperationspartnerin Svetlana Detmar in Saarbrücken zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie den Termin per E-Mail und geben Sie dabei an, dass Sie sich in der Vorbereitung auf eine Adipositas-Operation befinden. Nun beschäftigen wir uns mit Punkt Nummer 6, die Hormonuntersuchung. Es ist sehr wichtig, sicherzustellen, dass keine hormonellen Krankheiten vorliegen, die Ihre Adipositas verursachen oder beeinflussen könnten. Hierfür sind spezielle Blutuntersuchungen notwendig, darunter auch Tests, die nicht zur Routine in einer Hausarztpraxis gehören.
Deshalb empfehlen wir Ihnen, Termine in den Spezialpraxen, wie in den Ihnen vorliegenden Unterlagen in Saarbrücken oder St. Wendel angegeben, wahrzunehmen. Denken Sie bitte auch hier an eine frühzeitige Terminvereinbarung, mit Wartezeiten ist zu rechnen. Weiter geht es mit dem bedeutenden Punkt Nummer 7, die Magenspiegelung. Dieser Schritt ist von erheblicher Bedeutung, um sicherzustellen, dass keine Krankheiten des Magens vorliegen, bevor wir zur Operation übergehen. Es ist nicht nur eine Frage des Ausschlusses von Erkrankungen, sondern auch eine präventive Maßnahme, um mögliche Komplikationen zu vermeiden. Darüber hinaus hilft es uns dabei, die endgültige Operationsmethode festzulegen, die am besten zu Ihnen passt. Bitte bedenken Sie, dass es bei der Vereinbarung von Terminen für eine Magenspiegelung zu erheblichen Wartezeiten kommen kann. Daher empfehlen wir Ihnen, so früh wie möglich einen Termin zu vereinbaren. Nun widmen wir uns dem 8. Punkt, dem Lungenfunktionstest. Bei Adipositas kann es häufig zu einer chronischen Beeinträchtigung der Atemfunktion kommen. Deshalb ist es uns so wichtig, Ihre Lungenfunktion zu kennen, um Ihnen eine sichere Narkose und Operation zu ermöglichen. Diesen Test können Sie gerne bei Ihrem Hausarzt durchführen lassen, alternativ bei einem Lungenarzt oder auch im Rahmen einer Studie hier im Klinikum. Wenn Sie sich für die Teilnahme an der Studie entscheiden, bitten wir Sie um eine erneute Untersuchung 6 Monate nach der Operation. In Punkt Nummer 9 geht es um ein kurzes Attest Ihres Hausarztes. Dieses Attest sollte Ihre Diagnosen, Ihren Medikamentenplan und eine Befürwortung für die Operation enthalten. Sollte ein weiterer Facharzt Sie ebenfalls gut kennen und bereit sein, eine Befürwortung zu schreiben, so ist dies natürlich ebenfalls willkommen, obwohl es nicht zwingend erforderlich ist. Für unsere Patientinnen möchten wir daran erinnern, dass die gesetzlich empfohlene gynäkologische Vorsorge durchgeführt und nachgewiesen wird. Damit stellen Sie sicher, dass alles in Ordnung ist. In Ihrer Mappe finden Sie zusätzlich Einlageblätter, die Ihnen dabei helfen, Ihre Befunde sorgfältig vorzusortieren. Am Ende Ihres MMK bitten wir Sie, alle Unterlagen bei uns einzureichen. Bitte reichen Sie uns nur dann Ihre Mappe ein, wenn diese komplett und vollständig ist. Bitte denken Sie daran, uns nur Kopien zu überlassen. Die Originale sollten sicher bei Ihnen verbleiben. Eine Ausnahme bildet der Eigenantrag. Diesen benötigen wir im Original aufgrund Ihrer Unterschrift. Manche Krankenkassen wünschen sich noch zusätzliche Gutachten, während bei anderen die Prüfung der Unterlagen durch uns ausreichend ist. Wir kümmern uns um diese Details für Sie. Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen und eine bereichernde Reise durch Ihr MMK. Wir sind stolz darauf, Sie auf diesem Weg zu begleiten. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Nutzen Sie für Ihren Austausch und Ihre Fragen sehr gerne auch unsere Selbsthilfegruppe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.